Schön, dass du wieder hier bist. Herzlich willkommen zurück in Stuttgart. Und ich weiß noch, dass du vor knapp 3 Jahren das erste Mal hier warst und wir zusammen die Baustelle des Kunstgebäudes besichtigt haben. Was hattest du da für einen Eindruck von dem Gebäude? Ja, ich habe es zunächst nicht richtig verstanden, wie das Verhältnis der Böden ist zum Außenbereich. Ich habe immer gedacht, wir liegen höher. Das hat mich unheimlich lange beschäftigt. Und natürlich ist der Kuppelsaal sensationell und das ist einzigartig. Das gibt es so nicht nochmal in irgendeinem Ausstellungsraum in Europa. Und da war auch gleich die Idee, dafür eine neue Arbeit zu schaffen. Ja, der Kuppelsaal war der Lotse, würde ich sagen. Und die Planung selber, die Ausstellung besteht ja auch aus 3 Neuproduktionen, die dann teilweise auch wirklich vor Ort entstanden sind. Was kannst du uns da noch erzählen, wie der Prozess war? Gab es Schwierigkeiten, gab es Herausforderungen? Ja, die große Herausforderung war natürlich schon, die In-situ-Arbeit so zu entwickeln, dass sie das Herzstück der Ausstellung ist und gleichzeitig auch bestimmtes inhaltliches Material produziert, was dann fokussiert wird in der Ausstellung. Also das hat, glaube ich, ein bisschen gedauert in unseren Gesprächen, bis wir merkten, dieser Zwischenraum zwischen dem plastischen und bildfeldorientierten Malen, dass das Kern werden könnte der Ausstellung. Und dann ist natürlich ganz besonders interessant, dass die Staatsgalerie dieses historische Umfeld bietet, das auch historisch arbeiten kann. Und dann hast du eben auch mit deinem Team dieses frühe Konvolut begleiten können aus dem Grund. Genau, also das weiß ich noch, da war ich dann vor 2,5 Jahren bei dir im Studio, durfte für 1,5 Tage auch mit Arbeitsplatz und Werkdatenbankzugang ein bisschen stöbern. Und dann ist mir auch gleich der erste Werkdatenbank-Eintrag aufgefallen. Und das war dann, wie sich später herausstellte, eher so ein Gag gedacht. Ein Werk, was kein Werk sein kann, wie du es ganz schön formuliert hast. Was hat es damit auf sich? Ja, es ist natürlich immer so, dass das Frühwerk auch sowas Mythisches ist, oder wann hat man überhaupt angefangen zu merken, dass es sowas gibt wie eine Kontinuität, die sich fortschreibt in ein komplexeres Geflecht von Denken in Malerei. Und da ist dieses erste kleine Ei interessanterweise eben auch nicht nur irgendeine Reminiszenz zwischen der Schwelle von Kindheit und wirklich Bilder machen wollen, sondern auch das Interessante ist ja, dass meine Mutter das aufgehoben hat und dann irgendwann gekommen ist. Da war ich aber schon längst drin in der In-situ-Malerei und in diesem Vergänglichen und dem Werkkomplex, den es zum Teil nicht mehr gibt, dass sie sagt, guck mal, das ist eigentlich genau das, was du heute noch machst. Ja, also eine Oberfläche eines Gegenstandes umwerten, also das Hühnerei oder das Osterei umzufunktionieren als Malgrund. Und dann hat man die Hand drauf und verdeckt es, während man es anguckt. Das ist ja auch so, wenn du im Kuppelsaal auf der Arbeit stehst, störst du die Arbeit ja eigentlich. Und dann drehst du es um und hast jedes Mal eine andere Ansicht. Genau, weil das fand ich dann auch jetzt wieder auch schön in der Ausstellung selber. Das ist die erste Arbeit, die man eigentlich sieht, wenn man in die Ausstellungsräume reinkommt. Man sieht das Hühnerei von 1971 plus minus und hat dann aber eigentlich genau auch, wie man im Kuppelsaal ja auch das Gefühl hat, man kann ja nie mit einem Blick die ganze Malerei auf der Eioberfläche erkennen. Du hast aber auch immer wieder die Eiform später auch verwendet, in Installationen, aber teilweise auch als Werke, als mehrdimensionale Werke. Was reizt dich an der Eiform? Ja, natürlich, dass es so unendlich ist. Also es gibt keinen richtigen Einstieg, Anfang oder Ende. Und es ist abgerundet, also es hat keine dreidimensionale Kante, die dann auch architektonisch immer die Grundlage unserer euklidischen Räume ist. Es ist so verschliffen im Raumgefühl. Also es gleitet immer weiter, der Blick gleitet immer ab in die nächste Möglichkeit und das ist so unheimlich interessant. Und dann natürlich auch, wenn wir uns bewegen oder auch eine Bewegung mit der Hand machen, merkt man ja schon, das sind immer Tangenten. Das ist nie eine gerade Linie, die mit einem Lineal gezogen ist. Also dieses Schwingen, ne, das der Körper auch im Raum hat. Also das eigentlich immer in Schwungformen sich bewegen, in Kurven, in Abweichungen. Das finde ich total interessant. Ja, man merkt es auch in der Ausstellung, auch bei anderen Werken, dass bei dir Malerei auch immer Bewegung ist. Also dass man immer auch deine Bewegung sieht, die du mittels der Sprühtechnik dann
dann vollführst oder vollziehst. Und gleichzeitig haben auch viele, also wir hatten jetzt sehr, sehr viele Führungen schon und da war auch immer im Kuppelsaal eine der Hauptfragen von den Besucherinnen und Besuchern die Frage, ob du mit Schablonen gearbeitet hättest. Und wir sagen dann immer, nein, eigentlich nicht, aber manchmal sind die Linien auch so exakt. War das geplant? Ist das teilweise Zufall, dass sich das so entwickelt oder ergibt? Naja, ich benutze ja natürlich die Spraypistole, weil es mir was ermöglicht, was ich machen möchte. Also ich habe unheimlich große Reichweite, ich habe Geschwindigkeit und ich habe natürlich auch die Möglichkeit zu definieren, wie diese Linien sind, ob die diffus sind, fast ohne Fokus, oder ob die so scharf werden wie beim Schneiden mit Wasser. Also es hat ja ganz viele gründige Verbindungen, die Spraypistole, nicht in die industrielle Fertigungstechnik, im alltäglichen Schneiden von Formen mit Wasser oder Reinigung, Abkerchern. Ja, das kommt ja alles ist ja alles in diesem Medium enthalten und ja, das war auch für mich mal schön oder für uns alle schön, glaube ich, in der Staatsgalerie, dass man auch mal so ein bisschen dabei ist bei dem ganzen Prozess, auch in sehr guter oder enger Zusammenarbeit mit deinem Team, zu gucken, was ist da schon alles eingespielt, was sind so die einzelnen Schritte, dass man das einfach mal mitbekommt, weil man sich das natürlich gar nicht so vorstellen kann, wie die Malerei dann entsteht. Wenn man ab und zu mal Bilder sieht, kriegt man einen ersten Eindruck, aber eben was dann doch da alles noch für einzelne Gänge dazwischen sind, auch die Tatsache, dass du natürlich auch immer wieder Pausen machen musst zwischen den Malsessions, um natürlich die Farbe trocknen zu lassen. Und dann war natürlich ein weiteres Highlight, eine weitere Neuproduktion Ghost, die Styropor-Skulptur. Da hast du ja auch geschnitten mit heißem Draht, aber es ist trotzdem für dich keine bildhauerische Arbeit, sondern du hast es eher mal verglichen mit Zeichnen auf Papier, was du eigentlich mit dem Styropor im Material durch das heißen Draht erreicht hast. Was war da vielleicht noch so der Kerngedanke an der Arbeit? ja, es ist schon auch so ein mehrdimensionales Bewegen von einer Zeichnung oder einer Lineatur. Also was ich auch so mit den Händen jetzt gerade mache, ja, dass man durch ein Material hindurch sich bewegt und dadurch auch den Raum dadurch definiert. Also ich wollte unheimlich gerne auch vor allen Dingen eine Schwelle herstellen. Wenn man von einem ganz kleinen Ei kommt zu was Großem, also dass es ständig dieser Wechsel in der Skalierung da ist. Und ich glaube, dass sowas wie der Ghost oder nachher sprechen wir vielleicht auch noch über die Leinwandarbeit, dass diese beiden anderen Neuproduktionen, die sind dann Folgen gewesen vom Kuppelsaal, um daraus auch eine Strategie zu entwickeln, wie man sich durch das Werk hindurch bewegt. Und es ist eigentlich jedes Exponat unheimlich zugespitzt auf die jeweilige Situation. Denn bei Licht betrachtet sind dann die Kabinette auch jedes für sich anders. Und auch sind durch die Art und Weise, wie man reinkommt in sie, wie man da rausgeht aus ihnen, jedes Mal anders in ihrer Atmosphäre, auch in ihrer Disposition. Und das spielt eine große Rolle für die Ausstellung. Ein weiteres Highlight der Ausstellung sind ja auch wirklich die frühen Arbeiten, die zwischen 1987 und 1990 während deines Studiums an der Kunstakademie Düsseldorf entstanden sind. Was gibt's da auch für Parallelen vielleicht zu heute oder Fragestellungen, die dich damals interessiert haben, die aber heute noch aktuell sind? Ja, was mir wirklich zum ersten Mal so richtig klar geworden ist die Strecke des Experimentierens, durch die ich gelaufen bin in so 3-4 Jahren während meines Studiums und auch aus der Studienzeit hinaus. Also die Frage, wie das Bild für uns im täglichen aufscheinen kann, durch welche Materialität kann ich das Bild besonders präsent machen. Und da habe ich natürlich lange gedacht, es ist durch das Plastische, durch das Verdicken der Farbe, durch Paraffin, durch Pigmentmischungen, durch Ölmischungen. Und diese Vitrinenarbeiten zeigen so einen ganz großen Aspekt des Verstärkens der Bildlichkeit. Und dann bin ich weggegangen davon, habe gedacht, okay, ich mache das nur durchs Vakuum-Tiefziehen, durch diese Folienarbeiten. Und dann bin ich von da weitergegangen in 3. oder 4. Versuche, die Farbe wieder ganz, ganz dünn zu machen, mit großen Industriepinseln, dünnste Flächen aufzutragen. Und dann erst bin ich überhaupt dazu gekommen, zu sagen, vielleicht ist das Spray für mich die beste Möglichkeit, das zu tun, was ich machen will. Eine weitere Beobachtung, die wir auch vielfach gefragt werden, ist die Materialvielfalt, weil wir haben von einem bemalten Hühnerei über Styropor, über Aluminium, über Bronze und Aluminiumgüsse. Wir haben Plastilin, also so eine Wachsform, die auch für Friedhofskerzen Verwendung findet, Plastilin hin zu Holz, also so verschiedene Materialien, dass immer auch eine der Fragen meistens kommt, was ist denn so dein Lieblingsmaterial? Ja, also die Ausstellung, die zeigt schon letztlich einen ganz bestimmten
Forschungsstrang, wenn du so möchtest, wo man gut ablesen kann, was mich wirklich die ganze Zeit umtreibt, nämlich die Frage, wie so ein Bild erscheinen kann, wo das drauf abgelagert ist. Also mich interessiert immer, dass das Bild eingewebt ist in eine vorhandene Struktur, in eine Gegebenheit. Und das kann natürlich bei den großen Arbeiten im Außenbereich die Straße sein, das Dach, das Haus. Aber in einem kleineren Spektrum kann es auch sein, der Tisch, die Holzplatte oder das vieldimensional geschnittene Stück Kunststoff oder Styropor, nicht? Also der Kern der Arbeit ist natürlich die Farbe, die Intensität der Farbe. Die Farbe kann überall landen, sie kann überall sein, sie ist nicht deskriptiv, sie ist nicht definierend, sie stellt nichts dar. Es gibt keine Sprache in der Arbeit, es gibt keine Zitate von Wort oder von Bild oder von Fotografie. Das muss man auch sehen, nicht, dass es da eine ganz starke, eine enge Führung gibt des Bildes, ja, des gemalten Bildes über die Möglichkeit, dass Farbe ortsgebunden ist und dass durch diese Freiheit des Überalllandens die Dinge, auf der die Farbe dann landet oder ich sie dann hinbringe, ja, eine Verwandlung stattfindet von dem, was man Material nennen würde. Also das ist eben auch etwas, was man in der Ausstellung ganz, ganz stark studieren kann, wie so exemplarisch. Dass die Art und Weise, wie die Bildoberfläche von mir wohin geschickt wird, dann auch der Untergrund, auf dem das dann passiert, eine neue Bestimmung bekommt. Das Hühnerei ist eben kein Hühnerei mehr, in dem Moment, wo es dann diese Zeichnung hat. Was ich auch sehr spannend fand, so in dem ganzen Prozess bis hin dann auch zur Realisierung der Arbeiten, war das räumliche Verständnis, was du hast. Du hast ja das ganze Gebäude mitgedacht, der ganze Innenraum ist ja Teil der Arbeit, ist Teil der Installation und das, glaube ich, funktioniert auch sehr gut. Also das merken auch die Besucherinnen und Besucher, dass sie da auch wirklich selber sich das erarbeiten können oder wirklich sich die verschiedenen Perspektiven anschauen können, um zu gucken oder zu entscheiden, wo gibt es denn jetzt vielleicht den Lieblingsfleck oder den Lieblingsblick, den ich habe in der jeweiligen Situation drin. Gibt es für dich auch so eine Perspektive, wo du sagst, das ist im Kuppelsaal so der Ort oder der Blick, den du favorisierst? Nee, der Witz ist ja, dass es keinen gibt. Nicht, dass es also wirklich sich je nachdem, wo ich mich befinde, die Möglichkeit gibt, die Arbeit so und so zu erfassen. Und dann gibt es wieder eine Veränderung in dieser Hierarchie und ein anderer Blick wird wichtig, der genau an dem Moment dann der richtige und der wirksame sein kann. Und dieser ganze Wechsel an hierarchischen Bedingungen, der ist natürlich auch eine Sache, die mich interessiert. Also ich glaube, dass Raum auch eben nichts ist, was durch Architektur hergestellt wird, ausschließlich, sondern natürlich durch die Art, wie wir uns drin bewegen, wie wir Zuordnungen treffen, wie wir Hierarchien herstellen. Und je beweglicher, je agiler wir da sind, desto besser. Also das ist auch ein Appell oder auch eine Anregung, immer wieder zu überprüfen, könnte man fast sagen, die Machtverhältnisse immer wieder neu zu definieren und so die so zu favorisieren, wie sie eben gerade im Moment zuträglich sind und nicht so, wie sie in der Vereinbarung festgelegt sind für immer und für die nächsten 20 Jahre. Ja, also vielen Dank, Katharina, an dich und auch dein ganzes Team, die mit uns diese Ausstellung realisieren konnten. Und ich glaube, es ist wirklich noch genügend Zeit, sich die Ausstellung anzuschauen. Bis 11. Januar geht die Ausstellung und ist auf alle Fälle sehenswert. Also vielen Dank, was du uns da als Geschenk für die Zeit hinterlassen hast. Danke. Danke.